Also ich bin Anne Grabowski, ich bin 30 Jahre alt und lebe in Berlin und ich bin Schauspielerin. Ich bin Schauspielerin. Wir machen das noch einmal von ganz von vorne und dann machen wir noch schnell zweites, sonst wird Lilly sauer auf mich. Ich bin mit Lilly Sommerfeld befreundet seit ein paar Jahren und als ich sie frisch kennengelernt habe, ich glaube es ist 5 Jahre her, fast 5 Jahre, habe ich von ihrem Chor gehört, Klangwerke 306, also da gab es den Namen noch gar nicht, Klangwerke 306. Und da hat sie mich gefragt, ob ich mitsingen möchte und genau, dann habe ich diesen Chor ziemlich am Anfang kennengelernt, habe mitgesungen und irgendwann wurden die Theaterengagements immer mehr und mehr, deswegen bin ich irgendwann ausgestiegen. Natürlich. Nein, ich musste irgendwann aussteigen, weil ich wirklich keine Zeit mehr hatte und habe aber immer wieder den Chor mitverfolgt, also ich bin zu jedem Auftritt gegangen. Genau so habe ich den Chor kennengelernt. Dass musikalisch natürlich dieser Chor hervorragend ist, besonders natürlich dank Lillys Arrangements und ihr Können als unter anderem Gesangslehrerin und wie sie auch diesen Chor einstudiert. Und natürlich auch die Chorleute selbst, weil die wunderbare Stimmen haben. Und ich habe diesem Chor immer unglaublich gerne zugehört. Aber mein Problem war immer, dass ich als Zuschauerin immer so ein bisschen Fremdschamgefühl hatte. Also immer wenn ich auf Konzerten war, war ich immer so, ich will eigentlich gar nicht hingucken, sondern nur zuhören. Weil die unglaublich, das ist heterogen, ne? Das Gegenteil von homogen ist heterogen, weil sie unglaublich heterogen waren. Also jedes Mal, manche sind total abgegangen vorne, also sie haben sich ganz wahrscheinlich viel bewegt, weil sie immer den Groove so hatten, aber viel zu viel und andere standen so stocksteif da. Und ich habe mir gedacht, warum sagt denn niemand, wie sie dastehen und wie sie aussehen? Genau, das war meine Erinnerung. Und irgendwann haben Lilly und ich uns immer mehr ausgetauscht über diese Chorkonzerte und ich war halt irgendwann sehr ehrlich und habe gesagt, es geht nicht, es sieht einfach furchtbar aus. Kannst du mal was vormachen nochmal? So, was geht so überhaupt nicht? Ich will jetzt nicht zu gemein sein, aber das Ding ist halt, dafür müsste ich aber aufstehen. Ich weiß nicht, ob das geht. Es gab 2 Beispiele, oder 3, aber ich mache die 2 extrem. Das eine Beispiel ist nämlich so. So, und singen halt dabei. Und das andere extreme Beispiel ist nämlich so. So, also vor 2, 3 Jahren wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich sowas machen sollte, können, ob ich das überhaupt kann. Aber seit ein paar Jahren coache ich ja so Schauspieler, die dann erfolgreich an Schauspielschule angenommen worden sind. Und dann hat Lilly mich ziemlich direkt gefragt, ob ich nicht dann mit denen arbeiten möchte, wenn ich so viel daran auszusetzen hätte. Und sie aber auch natürlich das gesehen hat und genau, und dann habe ich das mir einfach mal zugetraut und war mutig genug, um diesem Klangwerk 306 meine Meinung zu sagen und meine Hilfe anzubieten.
Ich singe im Chor fast seit dem Anfang. Ich singe meistens Tenor. Ich komme ursprünglich aus England und wohne in Deutschland seit 2009. Ich bin Marlene. Ich bin seit einem Jahr und 3 Monaten im Chor. Und ich singe am liebsten den Mezzosopran, die Stimme dazwischen. Ja, ich bin Kai. Ich bin seit 2010 im Chor. Singe mal Bass und mal Tenor, immer so gemischt. Bin 31 Jahre alt. Quatsch. Können wir noch? Ich bin in den Chor gekommen durch mein Studium, was ich inzwischen aufgegeben habe, aber es hat sich gelohnt, denn dadurch habe ich Nina kennengelernt, die mir von dem Chor erzählt hat. Wenn ich nicht singen kann für eine bestimmte Zeit, dann muss ich einfach wieder. Das ist genau so. Ich habe damals im Café Burger Anne Grabowski, unseren Performance Coach, und über sie dann auch am selben Abend gleich Lilly kennengelernt, die mir vom Chor erzählt hat, und ich war total begeistert und bin eigentlich seitdem durchgängig dabei. Oh, mit dem Chor verbinde ich Spaß, Lebensfreude, es ist mein liebstes Hobby. Ich bin jedes Mal einfach nur glücklich bei der Probe und das ist mir eines der wichtigsten Dinge im Leben. Wie Sport. Wenn man keinen Sport macht eine Zeit lang, dann muss man einfach wieder. Und genauso geht es mir mit dem Singen auch. Und bin selber eigentlich jemand, der sich eher sparsam bewegt. Ich habe mal ein Video von mir gesehen, also ein Video von einem unserer frühen Konzerte gesehen und darauf geachtet, wie ich mich bewegt habe. Beim Singen selber hatte ich gedacht, ich mache voll Party und gehe total ab. Und habe dann gesehen, dass ich mich de facto eigentlich immer nur so einen Millimeter hin und her bewegt habe. Zu einem Rhythmus, aber so, dass es eigentlich kaum jemand gesehen hat. Es war ungefähr so. Ich hab's aufgepasst. Okay, das ist ganz wichtig, ne? Ja, seit wir mit Anne arbeiten, habe ich auch viel mehr Selbstbewusstsein und Bewusstsein für meinen Körper entwickelt und bin mir der Außenwirkung mehr bewusst und bewege mich auch einfach mehr in den Songs. Ja, und das war für mich wirklich sehr wichtig. Ich als Laie, ich bin weder professionelle Musiker sonst oder Schauspieler, und das hat sie uns alle beigebracht. Und ich glaube, es macht einen riesen Unterschied, wenn man sich die älteren Videos von Klangwerk anschaut. Dann würden wir immer als ein bisschen knuffig beschrieben. Das mag stimmen, aber es ist einfach schön, dass wir jetzt diese etwas professionelle Bild haben auf der Bühne. Und ich glaube, das ist einfach insgesamt unterhaltsamer für das Publikum. Und es macht auch mehr Spaß für uns auch. Da muss ich erstmal nachdenken. Aber ich glaube, eigentlich ist das Wichtigste, was Anne uns beigebracht hat, ist einfach Bühnenpräsenz. Ihre Erfahrung als Schauspieler und ihre Arbeit bedeutet, dass sie einfach weiß, wie es geht auf der Bühne. Also wie man sich zu präsentieren hat, wie man sich zu verhalten hat, wie man eine Verbindung zum Publikum herstellt. Und Anne hat uns geholfen, mal ein bisschen abzugehen. Das hat mir immer gefehlt. Ich bin jemand, ich bewege mich total gerne und war immer etwas eingeschränkt und dachte, oh Gott, dürfen wir uns gar nicht bewegen. Und Anne sagt uns jetzt, wann wir das machen sollen und wie wir auch als Gemeinschaft rüberkommen. Dass nicht jeder beim Auftritt, ich guck mal dahin und dahin, sondern dass wir alle gemeinsam eins sind und ein Lied rüberbringen. Wenn man sich ältere Clips von Klangwerk anschaut, dann sieht man, dass wir einfach einen Performance-Coach brauchen. Das macht einen riesen Unterschied. Unsere Auftritte, wir waren immer so ein bisschen knuffig irgendwie auf der Bühne. Wir haben zwar akustisch gut gesungen, denke ich, wir sind auch besser geworden mit dem Singen, aber wir haben dann einfach bemerkt, dass mit der Hilfe von Anne, dass wir viel präsenter sind auf der Bühne, dass wir die Lieder unterhaltsamer darstellen können und dass es uns einfach einen Schritt weiterbringt. Also
das ist sehr wichtig für die Entwicklung des Chores und es macht auch eine Menge Spaß. Also ich habe mein Ziel mit dem Chor erreicht, wenn ich mich völlig auf die Musik konzentrieren kann und einen Chor sehe, der eine Geschichte erzählt. Ja. Wir sind Langberg